haben Ende Oktober und der Wetterbericht bringt nur noch gutes und warmes Wetter. Also, Motorrad gesattelt, Mittwochabend kurz überlegt wohin und am Donnerstagmorgen aufgebrochen. Über Ulm, wie immer im Nebel, bis nach Reute auf der Autobahn, die A7 runter und dann über den Fernpass und die Pillerhöhe bis zum Reschensee. Vom Reschensee aus bin ich dann weitergefahren nach Brat am Stilfser, tolle Stilfserjoch hoch, bis zur Tibet-Hütte. Da oben war natürlich schon alles geschlossen. Runtergefahren bin ich dann nach Bormio und weiter bis nach Livigno, wo ich dann die erste Übernachtung geplant hatte. Die Hochebene ist ja immer wieder ein Erlebnis. Es war ziemlich frisch da oben, aber es war einfach nur schön. Aber seht selbst auf den Aufnahmen. Viel Spaß beim Anschauen. Euer Motorradtourer. Hast du irgendwo eine Toilette, du musst aufspringen? Ja, nix, da runter. Wunderbar. Sie muss beim Tunnel, ist, geht der Ecke raus, die alte Straße, die früher gegangen ist. Ja. Da muss sie ein Stückchen gehen, anders geht's nicht. Und ich muss da runter kriechen. Was auf, dass du nachhakelst? Ja, da geht's, ja, glaubst du oder nicht, da geht's so runter. Das glaube ich schon, das ist ja. Ja. Sag ich ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht verkugel. Genau. Du hast einen Tag gelaufen und die nächsten 3 Monate auch wahrscheinlich. Nein, so jetzt nicht, muss ich mal anschauen. Nein, da sei ich da, am Stau sei ich davor. Muss ich im Winter arbeiten? Nein, das kann ich mir nicht leisten. Ja. Jetzt habe ich mal heute Morgen, dann habe ich Pause 4 Wochen und dann im Winter, wenn alles gut geht. Und unsere Politik, schauen wir mal, wie die Stadt.
Morgen in seinem kalten Livigno. Ja, die Autos sind heute Morgen leicht hochgefroren. Es ist ziemlich frisch. Ich denke mal, es hat jetzt um die 2 Grad, so gegen 9 Uhr. Ich habe jetzt übernachtet im Hotel Galli. Super günstiger Preis mit Halbpension. Also kann ich nur empfehlen. Zimmer sind sauber, sind groß genug. Ein super Abendessen und ein außergewöhnliches Frühstück. Also Leute, wenn ihr mal nach Livigno kommt, überlegt euch, hier könnt ihr wirklich gut übernachten. Also, jetzt freue ich mich auf einen guten Tag und fahre jetzt weiter in die Schweizer Pässe. Also, bleibt dran. Guten Morgen aus Livigno. Im Hotel Galli sehr gut übernachtet, sehr gut gefrühstückt. 9:15 Uhr und jetzt geht's los zum Pass in Livigno. Also ist auch das erste Mal, dass ich jetzt die Eisanzeige hier sehe. Es hat 2 Grad plus, aber es ist natürlich sehr trocken und das Wetter wird heute schon. Da kommen da schon ein paar Kollegen entgegen, das ist super. Aber die haben Komplettheizung, Sitz und Griff, was ich jetzt nicht habe. Dank Moto Guzzi. Naja, da ist eben nicht lieferbar. So, und jetzt fahren wir einfach mal zu. Geile Sache. Grad, also innerhalb von 3-4 Kilometer jetzt. Das ist ja unglaublich. Heute haben wir echt eine Höhenlage, dass oben viel wärmer ist wie unten.
jetzt bin ich ja in der Schweiz angekommen. Das heißt, ich muss natürlich jetzt den Tachometer im Auge behalten. In der Schweiz gilt ja eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf Land- und Bundesstraßen. Das heißt, das muss man wirklich im Auge behalten, weil es wird gleich unverhältnismäßig teuer, wenn man drüber ist und erwischt wird. Aber ich denke, ja, das habe ich im Griff. Ich pressiere ja nicht nach Hause, also das heißt, ich kann ganz entspannt der Rolle und sie braucht ja dann auch wirklich wenig Kraftstoff. Jetzt geht es auf den Bernina Pass, auf die nächste Passhöhe. Also die Gegend hier ist natürlich schon absolut geil, das muss man wirklich sagen. Und die Straßen sind natürlich auch, also da ist richtig Geld vergraben. Belege perfekt, wirklich perfekt. Also schaut zu. Die Schweiz, die hat ja schon was, wenn nicht alles so sauteuer wäre. Für uns halt, ja. Aufnahme. Da kommt doch der Bernina Express. Planänderung.
Ursprünglich hatte ich ja geplant, über St. Moritz nach Maloja zu fahren, den Maloja-Pass runter, bis nach Chiavenna und dann über den Sprügen-Pass und Sprügensee zurück nach Chur. Ich habe mich entschieden, jetzt den Julio-Pass zu fahren, weil da war ich noch kaum unterwegs und wie ihr sehen könnt, das ist ja auch eine super Landschaft und eine super Straße. Kurvenreich. Sehr schön zu fahren. Schaut euch das mal an. Hier. Also das ist doch ein wunderbares Stück Natur. Ich bin ganz geflasht. Also diese Hochebene, also wie die in der Schweiz das hier machen, also das ist eine wunderbare Landschaft, wunderbare Straße. Und das ist auch gut, dass man da bis 80 fahren darf, weil dann sieht man mehr von der Landschaft. Also wirklich, das ist einfach toll. Ich bin ganz verliebt. Und ich bin auch froh, dass mir meine Frau wieder hat gehen lassen. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Motorräder habe ich jetzt heute nicht viel gesehen. Ich glaube 4 oder 5. Jetzt kommt wieder einer entgegen. Aber klar, es ist Ende Oktober. Also eine wunderbare Landschaft, wirklich. Unglaublich.
Diesel 2,22 Franken. Ich glaube, Wechselkurs ist 1:1, also das ist auch schon ganz ordentlich. Also am besten fahren wir da einfach mit Tempomat. Der Tachometer sagt 85, das Navi sagt 80, also da passt es. Und ja, jetzt schauen wir mal das an. Das habe ich da deutlich. Das ist unglaublich, was die da so alles zusammenbauen. Also ist bestimmt auch so aufgestauter am Julia-Pass. Das sieht super aus. Ich kriege ja relativ viele Anfragen bzw. E-Mails zu den Filmen, die immer wieder sich auf das Gleiche beziehen, die fragen, wie das funktioniert mit dem Filmen beim Fahren. Also grundsätzlich habe ich natürlich verschiedene Kameras. Am Helm läuft im Moment eine Sena 10C Evo. Zuvor hatte ich eine Sena 10C Pro, die aber wesentlich robuster war, das muss man ganz klar sagen. Also die 10C Evo, die habe ich schon einmal ersetzt, beziehungsweise sie wurde ersetzt von Sena. Und zum anderen ist es so, dass sie auch immer wieder Probleme macht, zum einen mit dem Laden beim Filmen. Ich habe ja einen Stromhänger. Zum anderen, dass es sich auch komplett aufhängt, also es ist immer wieder ein bisschen ein Problem bei der. Der große Vorteil, man kann natürlich jetzt 4K Formate filmen, das geht bei der 10C Pro glaube ich nicht. Und ja, also die hängt jetzt links am Film, das ist jetzt auch die Kamera, die ihr jetzt seht. Der große Vorteil natürlich, ich kann sie besprechen. Und ich habe alle Anzeigen, wenn was nicht stimmt, auf dem Ohr, wenn sie denn eingeht. So, man muss darauf achten, dass der Akku nicht leer ist oder leer wird. Also wenn ich die ohne Akkugerät oder ohne Strom benutze, habe ich die in, ja, ich denke mal 30 bis 40 Minuten ist die leer gefilmt und dann schaltet die Kamera ab und dann ist es auch so, selbst wenn ich sie dann ans Bordnetz hänge, lädt die nicht mehr nach, die hält einfach dann die Spannung, sodass sie nicht zum Filmen zu gebrauchen ist. Also das heißt, vollgeladen hänge ich sie dann dran an der Akku, ich habe den in der Tasche und ein Kabel dann drauf verlegt und so kann ich eigentlich den ganzen Tag filmen oder kann halt die mitlaufen lassen. Ein bisschen mischt ist die Anbringung vom Kabel oben, also auf der Oberseite der Kamera. Das habe ich fixiert mit einem Klebestreifen, weil es ansonsten permanent rausfällt. Die Bedienung von der Sena mache ich eigentlich hier. Das heißt, ich kann hier bedienen, Kamera einschalten, filmen, Foto machen und so weiter. Das ist halt schon echt eine super Sache. Die zweite Kamera, die seht ihr hier auf der rechten Seite. Das ist eine GoPro Hero, die ich von GoPro bekommen habe. Das ist schon ein älteres Modell, aber die macht wirklich sehr gute Aufnahmen. Die bediene ich einfach manuell. Das ist auch kein Problem. Drück drauf und dann filmt die. Ihr seht, hier habe ich das Kabel angebracht, das nach unten verlegt ist, damit die auch eigentlich immer Strom bekommt und nicht leer wird, weil das ist ja genauso, wenn die rein mitlaufen ohne Strom, hast du die ratzfatz leer gefilmt. Die dritte Kamera, das ist die hinter dem Helm, die da fixiert ist. Das ist eine GoPro 7 Black. Die macht hervorragende Aufnahmen, die macht diese Weitaufnahme, das sieht also richtig geil aus. Und die bediene ich hier mit der Fernbedienung. Hängt auch am Strom, das heißt, ich habe den Akku in der Tasche und das Kabel hochverlegt. Da muss ich auch nichts fixieren, das passt alles. Also das ist alles eine Top-Sache. Dann habe ich hier noch vorgesehen für eine weitere Kamera, die nach unten filmt oder je nachdem, wo ich sie anbringe, vielleicht auch mal an dem Motorrad. Aber da ich jetzt alleine unterwegs bin, ist da jetzt nichts angeschlossen.
aber die kann ich dann auch von hier bedienen und kann sie aus- und einschalten. Also insgesamt, ja, mich freut es halt, wenn ich filmen kann, wenn ich euch das auch ein bisschen zeigen kann, wo ich da überall rumkomme und vielleicht auch als Inspiration für eure Touren finde ich das schon also echt Top-Sache. Wenn ihr da weitere Fragen habt, könnt ihr mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Das ist kein Problem. Ich beantworte es in der Regel innerhalb von einem Tag. Ja. Schaut euch mal das an. Also gibt zwar Schönes, wenn man es erleben kann. Und sowas versucht irgendwelche Diktatoren uns zu nehmen. Das ist doch unglaublich. Also da muss man sich echt dagegen wehren. Das ist echt nicht okay. Das waren jetzt also diese Schweizer Pässe. Der letzte war der Julia-Pass. Weiter ging es dann nach Chur und dann zur A13 Richtung Liechtenstein bis Bregenz. Und dann habe ich die Abfahrt in Lustenau benutzt, bin dann ein Stück Landstraße gefahren, habe mir dann auch einen Pickel für die österreichischen Autobahnen gekauft und bin dann durch den Pfändertunnel nach Lindau. Über Wangen und Kisleck ging es dann weiter nach Biberach zur B30 und dann über Ulm und über Landstraßen zurück nach Hause. Also auch jetzt war es ein sehr schöner Tag, ideales Wetter zum Motorradfahren und 2 Tage, rund fast 1000 Kilometer, kann sich sehen lassen. Und es war wirklich eine ganz tolle Reise. Also, danke, dass ihr da wart und bis bald. Euer Motorradtourer. Tschüss!